Ich begrüße Sie hier zum zweiten Video. Es geht um das Thema Gliederung, was wir ja beim Sachaufsatz oder bei der Erörterung haben. Ich verwende hier einen vorhandenen Text. Das sollten natürlich Schüler nicht so machen, wenn sie in der Schule eigene Leistungen abgeben sollen, aber wir wollen ja hier nicht einen neuen Aufsatz schreiben und eine Gliederung und Inhaltsverzeichnis dazu erstellen. Wir wollen davon ausgehen, dass der Text eben jetzt schon vorliegt, aber er soll vernünftig gegliedert werden. Ich nehme dazu den Text hier von Michail Gorbatschow, den Politiker, den kennen die meisten Deutschen, die Jüngeren vielleicht nicht mehr so ganz, und deshalb ist es vielleicht nicht schlecht, den nochmal zu erwähnen. Dem haben wir ja die Möglichkeit der Wiedervereinigung zu verdanken. So, da wollen wir den also mal nehmen. Wenn man hier so einen Text nehmen will aus der Wikipedia, dann kann man den natürlich sehr einfach kopieren. Wenn man jetzt hier markiert, ich habe das jetzt mit Klick und Shift-Klick gemacht und dann kann man diesen Text kopieren mit der rechten Maustaste. Man geht nach Word, öffnet da ein neues leeres Dokument und da fügt man den nicht einfach so ein, weil dann ist der auch gegliedert, ne? Weil das will ich hier nicht. Der ist also auch hier schon Inhaltsverzeichnis und sowas haben wir alles da drin. Ja, das sehen wir hier, aber ich will das ja nur als reinen Text haben. Deshalb mache ich das rückgängig und füge das ein, und zwar so, dass da nur reiner Text kommt. Und das sehen wir dann hier. Das ist also hier das Fallbeispiel, ohne dass da Überschriften hervorgehoben sind. Hier sind jetzt noch Schnörkel drin. Ich will hier mal das zeigen, was es werden soll. Das soll es also werden. Hier habe ich also am Ende der Übung folgendes, ein Inhaltsverzeichnis, und da ist das Leben und die Kindheit und Jugend beschrieben. Hier habe ich also auch schon die tollen Möglichkeiten von Word mit der Navigation. Wenn ich hier auf Navigationsbereich klicke, dann sehe ich hier links, da sehe ich hier den Navigationsbereich, und wenn ich dann auf Rückblick gehe oder auf außerhalb der Politik, springt Word sofort dahin. So, das ist also hier das Ziel, einen Text zu nehmen, der schon da ist, damit wir hier nicht irgendwelche Blindtexte für die Übung nehmen müssen, sondern wir nehmen hier den von Gorbatschow und dann tun wir praktisch rückabwickeln, was ist da nötig, damit man eine Gliederung bekommt, damit man Formatvorlagen bekommt und daraus dann auch ein Inhaltsverzeichnis erstellen kann, weil das Ganze soll ja hier in kürzester Zeit erklärt werden. So, ich schließe das hier jetzt mal, diese Gorbatschow-Gliederung. Das heißt, ich nehme hier raus gleich, ohne dass ich also hier das Inhaltsverzeichnis und die Formatierung nehme, da will ich also hier zeigen, wie kriege ich also hier die Formatierung aus dem Word-Dokument raus. Ich markiere das mit STRG A, kopiere das, lege ein neues Dokument an und dann füge ich einfach nur den Text ein, und da haben wir den dann. Und da sehen wir die Nummerierung, die sind noch da geblieben, aber hier, das ist alles normaler Text. Und das ist jetzt die Basis für unsere Gliederung. Ich tue hier das rauslöschen, was wir ja dann erstellen wollen. Das Inhaltsverzeichnis, das soll also hier vor dem ersten Punkt erstellt werden. Hier habe ich jetzt die Nummerierungen stehen, die könnte man jetzt auch vorab noch rauslöschen, mache ich aber nicht, weil das soll ja alles hier schnell gehen und da kann ich natürlich schnell die Hauptüberschriften erkennen. Hier, wenn da eine 1 vorsteht, dann mache ich die erstmal da weg. Jetzt soll das eine Hauptüberschrift werden und dazu wähle ich jetzt hier oben an dieser Stelle aus, wo Formatvorlagen steht, die Überschrift 1. Und dann sehen wir, da ist jetzt schon Überschrift 1 daraus geworden, und wenn bei mir die Navigation hier links sichtbar ist, dann sehen wir, da taucht das denn schon auf. Die Navigation bekomme ich also dadurch, dass ich hier im Register Ansicht auf Navigationsbereich gehe. Und wenn ich jetzt sage, aha, hier, das soll hier der Abschnitt Kindheit und Jugend werden, das ist jetzt noch normaler Text, aber wenn ich dann wieder im Register Start auf Überschrift 2 klicke, dann sehen wir, dann ist das hier eingefügt, hier in der Navigation auch sichtbar, genauso die Parteikarriere. Da kann man hier durchgehen und wählt dann Überschrift 2.
Habe ich 3 gewählt? Ja, sehen wir, das war falsch. 2 soll es sein. Und dann gehen wir weiter. Man kann ja hier erkennen, Generalsekretär der ZK, der KPdSU. So, das ist dann also auch Überschrift Ebene 2. So, da kann man dann auch noch Teile wegmachen, aber das gibt ja dann später noch den Teil Änderungen. Hier sind irgendwelche Bilder mal gewesen. So, aber hier, wo 1.4 steht, das ist also auch wieder eine Überschrift zweiter Ebene. Ne, Überschrift 2 steht hier oben. Und dann gehe ich das so durch. Ja, ich lasse dieses hier mal weg, weil wie das jetzt geht mit der Überschrift 2 sehen wir ja. Jetzt haben wir hier zweiten Abschnitt. Hier haben wir dann die Überschrift Rückblick und kritische Würdigung. Das soll also wieder eine Hauptüberschrift werden. Und dazu lösche ich das, was davor steht, raus. Wollen wir ja nachher nochmal selbst einführen. Klicke ich also hier auf Überschrift Ebene 1. Das darunter, der Rückblick, das wird dann Überschriftenebene 2. Da haben wir es. Ne, sehen wir, taucht also auch hier schon auf. Jetzt gibt es hier gleich noch einen Punkt. Rezeption im In- und Ausland. Das mache ich auch weg und mache dann daraus Überschrift 2. Und jetzt müsste es noch ein Kapitel 3 geben. Da ist es außerhalb der Politik. Und dann haben wir das also auch schon gegliedert. Ja, das ist dann nochmal die Überschrift Ebene 1. So, das ist also jetzt schon mal Gliederung und Video ist jetzt auch etwa 7 Minuten lang. Gliederung ist damit abgeschlossen. Wie das mit der Formatierung dann geht, das ist dann Gegenstand eines weiteren Videos. Aber hier sage ich dann erstmal Tschüss. Freue mich dann, wenn ich Sie beim nächsten Video wiedersehe. Und damit klicke ich mal auf Stopp hier unten.